Ruhe. Liebe Sabine, deine Einladung löste große Begeisterung aus, mit dir zu feiern in diesem Haus. Wir fingen sofort an zu denken, was können wir dir bloß zum Geburtstag schenken. Zum Anlass dieser Feier wäre korrekt eine Flasche vom allerfeinsten Sekt. Also sind wir zum Sparito gelaufen, um für dich eine solche Flasche zu kaufen. Wir hatten die Flasche und haben gedacht, ob dir der Inhalt wohl Freude macht. Wir entkorkten die Flasche, um zu probieren. Und als wir hatten der Güte Gewähr, da war die Flasche auch schon leer. Nun haben wir dir von uns zum Gedenk leider nur die leere Flasche als Geschenk. Und dann noch ein immerhin. Immerhin ein Andenken, ja. Kannst du als Kerzenständer benutzen. Ja. Erneut fingen wir an nachzudenken, was können wir dir bloß schenken. Die Idee folgte auf dem Fuß, das gibt es in der Perfumeria in Santa Cruz. Dort ließen wir suchen zwischen Töpfen und Tiegeln eine Creme, die Jugend zu besiegeln. Kaum war die Creme zu Hause angekommen, fragten wir uns ganz beklommen, ob diese Creme wohl konserviert. Wir haben sie fürsorglich ausprobiert. Wir salbten uns ein mit großem Schwung, es tat sehr gut, wir fühlten uns jung. Und als wir hatten der Güte Gewähr, da war die Dose auch schon leer. Nun haben wir hier von uns zum Gedenk leider nur die leere Dose für dich als Geschenk. Sauber. So, schauen wir ganz schön alt aus. Nichts mit Jugend. Sabine, sowas brauchst du nicht. Danke. Ja, halt, stopp. Und Max, warum brauchst du das nicht? Warum? Durch die Liebe ihres Mannes. Die nächste Runde geht auf ihn. Die Situation würde für uns nun prekär. Ein Geschenk, ein passendes musste ganz schnell her. Eine Anzeige in der Zeitung war das Beste. Es gab zu kaufen ein Feuerwerk zum Geburtstagsfeste. Wir wussten sofort, das muss es jetzt sein. Und wir kauften es am selben Tage schon ein. Die Beschreibung versprach einen Himmel voller Brillanz mit Funkensprühen und Lichterglanz. Sabine, jetzt ahnst du sicher, was jetzt kommt. Zu Hause angekommen, probierten wir es prompt. Das war das Feuerwerk, die Tage. Und wirklich, es war wunderschön. Nur leider, du hast es nicht gesehen. Oder doch? So nehme als Ersatz von uns zum Gedenk ein paar Teelichter für dich. Und dann noch abgebrannte. Oh nee, die sind aber auch schon ausgebrennt. Langsam plagte uns nun das Gewissen. Wir dachten, wie wär's mit einem süßen Leckerbissen? Eine Schachtel Pralinen sollte es sein. Und wir kauften etwas ganz Exquisites ein. Die Verpackung war edel und rund, doch zum Testen verschwand alles in unserem Mund. Und als wir hatten der Güte Gewähr, da war die Schachtel ebenfalls leer. Wir können dir aber mit Sicherheit sagen, es war von allerbester Qualität, was da verschwand. So haben wir hier von uns zum Gedenk für dich nur die leere Schachtel. Mag ich so und so. Das ist ganz schön fies, gell? Ja. Jetzt wurde es aber wirklich knapp mit der Zeit. Die Feier kam näher, kein Geschenk weit und breit. Ein Präsent, etwas Ausgefallenes mussten wir kriegen. Also ließen wir uns beraten in einer der palmerischen Boutiquen. Dort erfuhren wir auch gleich, was Frauen gern tragen. Eine Bluse, schön teuer, mit modischem Kragen. Die Verkäuferin tat sich sehr wichtig, denn sie meinte, mit diesem Geschenk, da liegen sie richtig. Die Bluse ist leicht zu pflegen, fast bügelfrei und nach 30 Mal waschen noch immer wie neu. Vertrauen ist gut, doch Kontrolle muss sein. Es kam 30 Mal in die Waschmaschine rein. Und wirklich, wir hatten richtig gewählt. Doch wir haben uns beim Waschen verzählt. Beim 31. Mal, wir sind ganz verbittert, war die Bluse eingelaufen und zerknittert. Und so bekommst du von uns zum Gedenk die eingelaufene und verwaschene Bluse als Geschenk. Noch Biene drauf. Ralf, jetzt arbeiten!
Jetzt wechseln wir die Strategie, denn wir mussten erkennen, so klappt das nie. Du bist ja noch voll. Verschwitzt. Nein, aus der Waschmaschine. Obwohl, ganz genau genommen hast du eigentlich schon sehr viel bekommen. Ja. Nun mach nicht ein so enttäuschtes Gesicht, so richtig zufrieden sind wir ja selber nicht. Unser Herz ist voll mit guten Wünschen für dich und deshalb spricht unser Geschenk für sich. Es passt auch viel besser als die anderen Gaben. Wir hatten Glück, es gefunden zu haben. Und nimm von uns Vieren, von Buffy, Martin und uns als Gedenk diese Gabe, die Martin hat, als dein Geburtstagsgeschenk. Alles Gute nochmal. Alles Gute. Oh, wie schön. Muss ich da reingucken, gell? Ja, bitte. Hast du alles aufgenommen? Wir haben sie aufgeschrieben. Ralf, jetzt neugierig, bitte. Ah ja, du, das geht an mich an, ne? Das geht dich gar nichts an. Ah, du wieder von hinten, Ja, gell? komm. Von Achtern. Martin, war das richtig? Von Achtern. Von Achtern. Nicht von hinten. Oh. Ja, was ist es denn jetzt endlich? Ja, du musst ja sagen, was du vorhin noch gekriegt hast, gell? Genau. Erst musst du sagen, Ja, was du von Es war ja ein uns Tipp deines gekriegt Mannes. hast. Ja, Tipp also deines Gutschein, damit ich habe von Ralf und Larissa das, wie heißt das, wie gekriegt und dann kann ich mir jetzt noch das Das Trainings, ist noch zur was dazu, Ergänzung. ja, zur Ergänzung. Ja, ein Gutschein. Und wir treffen uns auch, also nur die Männer, 3-4 Wochen bei mir in der Garage, also wenn sie fertig ist, dann zum kleinen Spiel halt. Ich muss gerade noch eine große Bildschirm sorgen, 4 Kisten Bier und noch ein paar Kleinigkeiten. Das ist die Spielkonsole von früher. Hausfrauen. das lernen sich die anderen wieder hersetzen. Sabine, Hab ich Buddha gesagt, Spielkonsole von früher. oder? Ihr habt doch Buddha gesagt, oder? Buddha müssen wir besorgen. Ja, wenn ich eine langweilige Hausfrau bin, dann taugt er ja nicht. Nein, gelangweilt. 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 Ah, gelangweilt. Er setzt sich die TV, weißt du? Der Ding, der halt, der vibriert auch. Ja, okay, dann brauchen wir nichts Das wollte ich aber eigentlich sagen, Mensch. Ralf ist da bei dem Wie. Ralf, bei dem Wie ist auch